In diesem Video schauen wir uns jetzt dein Kursthema an. Ja, es ist endlich soweit. Jetzt geht es um dein Kursthema. Also es geht richtig ans Eingemachte jetzt. Und das muss auch so sein, weil nun müssen wir uns irgendwie ein bisschen festlegen. Ne? Also nicht irgendwie ein bisschen, sondern wir müssen uns festlegen. Wir müssen jetzt schauen, was machst du gerne, wofür gibt es Geld und was weißt du richtig gut. Und das alles müssen wir jetzt vereinen und daraus ein Thema bauen, was auch dein Online-Kurs ausmachen wird. Dafür switchen wir jetzt noch einmal zu den 3 Kreisen, weil die sind dafür nicht ganz unwichtig. Ich zeige dir jetzt einmal an einem Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Und sobald wir das daran zusammengesetzt haben, kannst du hoffentlich mit deinen 3 Ps, die du ausgefüllt hast, dein Kursthema zusammenbauen. Ja, das hatten wir ja uns aufgemalt, ne? Passion, Proficiency, Profit. Ich verlinke das Video hier noch einmal, falls du dir das noch nicht angesehen hast. Es ist unerlässlich, dass du erst diese 3 Kreise aufmalst, dass du da deine Leidenschaften reinschreibst, das reinschreibst, was du weißt und das, wofür du ja, schon jemals Geld bekommen hast. Ne? Und jetzt versuchen wir das Ganze zu vereinen. Heißt, wenn ich zum Beispiel ein leidenschaftlicher Leser bin, also ich lese, schreibe ich mal hier rein, lesen. Und von Beruf bin ich Gärtner. Und wofür wurde ich bereits bezahlt? Ja, wahrscheinlich fürs Gärtnern. Ich meine, wahrscheinlich habe ich schon mal Blumen gepflanzt, Gärten gemacht oder Rasen gemäht oder irgendwie sowas. Ne? Also ich schreibe jetzt mal hier rein. Also Gärten, Rasenmähen. Also du siehst, es können ganz einfache und unterschiedliche Tätigkeiten sein. Das ist völlig egal. Ne? Also dafür hast du vielleicht mal als Kind Geld bekommen, ne? Wenn du den Rasen gemäht hast. Kann sein. Ja, oder jetzt als Gärtner hast du vielleicht auch schon mal als Florist gearbeitet und dafür Geld bekommen. Weil bietet sich ja an, ne? Ein Gärtner weiß eben über die Pflanzen Bescheid. Und warum soll der dann nicht Blumengestecke zusammenstellen können, wenn er sich denn vielleicht da ein wenig weitergebildet hat? Ja, also ich schreibe jetzt mal hier rein, Florist. So, dann haben wir schon mal 3 Sachen. Wie vereinen wir das denn jetzt? Also in deiner Freizeit, sagen wir, liest du leidenschaftlich gerne. Das heißt, egal was kommt, sobald du von der Arbeit kommst, schnappst du dir ein Buch und liest irgendwas. Es muss nicht zwangsläufig etwas sein, was mit deiner Arbeit zu tun hat. Logisch wird es meistens nicht, ne? Davon haben wir dann irgendwann die Nase voll. Aber es kann, natürlich. Und an dieser Stelle müssen wir jetzt gucken, wie wir unseren Online-Kurs gebastelt bekommen. Also sagen wir lesen sehr gerne. Das heißt, wir müssen das Thema Garten, Gärtnern, Blumen, Pflanzen irgendwie in unseren Online-Kurs zusammen mit dem Lesen einbringen. Und daraus dann auch noch gucken, wofür wir Geld bekommen. Ja, was kann das jetzt sein? Also es könnte zum Beispiel sein, dass du hingehst und sehr gerne Bücher zum Thema Einrichten liest. Ich sage jetzt mal einfach irgendein Thema. Das ist wirklich völlig egal. Also sagen wir, du richtest gerne ein. Dann wäre, ja, wenn du jetzt hier so Deko-Zeitschriften gelesen hast und wie man was am besten hinstellt, wie man das am schönsten dekoriert und so weiter. Also hier gibt es ja eine Menge. Dann könntest du an dieser Stelle sagen, ja, ich könnte das, was ich schön dekoriere, könnte ich auch mit Pflanzen versehen. Ne? Das würde sich irgendwie anbieten, also dass man sein Zuhause mit Pflanzen schmückt. Ja? Und dann hier Blumengestecke macht. Ja? Also hätten wir schon einen Kreis geschlossen. Also wir könnten uns das Lesen der Zeitschriften zu eigen machen, als Materialsammlung, als Recherche, könnten das mit dem Wissen kombinieren, was wir uns im Beruf angeeignet haben, nämlich wie verhalten sich Pflanzen zusammen, welche Farben passen am besten zusammen, welche Pflanzen können dunkel stehen, welche hell, welche spenden besonders viel Sauerstoff und so weiter. Also es gibt ja eine Menge Dinge, die man hier wissen kann. Und dann können wir daraus hier vielleicht noch ein paar Gestecke machen, denen wir zeigen, wie man schöne Gestecke erstellt, welche Pflanzen man dafür braucht. Und dann hätten wir einen Online-Kurs. Ja, wie der jetzt genau aussieht, was da genau reinkommt, ist jetzt erstmal noch auf einem anderen Papier. Wichtig ist zu erkennen, okay, ich habe hier 3 Sachen, die völlig unterschiedlich sind.
die erstmal auf den ersten Blick nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben, aber die wir dennoch irgendwie mixen können, um daraus etwas zu machen, was ja, was uns glücklich macht, ne? Also einen Online-Kurs zu erstellen, der dann wiederum für eine Einnahmequelle sorgt. An dieser Stelle sprudelst du hoffentlich vor Ideen. Nämlich, du siehst, aus Lesen, Gärtnern und Rasenmähen kann man einen Online-Kurs bauen. Ne? Man muss vielleicht mal ein bisschen kreativ vorgehen, man muss vielleicht auch mal über den Tellerrand gucken und schauen, wie man das Ganze kombinieren kann. Aber warum denn nicht? Ne? Also du kannst natürlich auch in deinem Online-Kurs Bücher rezensieren oder Ideen aus Büchern nehmen oder aus Zeitschriften nehmen und die dann umsetzen. Also das bleibt natürlich dir überlassen, was du in welchem Maße wie einbaust. Ist up to you sozusagen. Ne? Ja, also, soweit sind wir erstmal. Wir brauchen das Kursthema und das ist jetzt deine Aufgabe. Finde dein Kursthema. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.